Und blicken wir zu Greta Wagner am Flughafen Köln-Bonn. Guten Morgen, Greta. Seit 5:30 Uhr geht im Prinzip gar nichts mehr. Schon wieder sind Klimakleber aufs Rollfeld gekommen. Welche Auswirkungen hat das? Ja, die Auswirkungen, die sind auf jeden Fall zu spüren. Etliche Fluggäste stehen hier in der Wartehalle, sind jetzt hier in einer Schlange angekommen, wo sie ihren Flug versuchen müssen, umzuplanen und umzubuchen. Viele von ihnen saßen aber bereits schon im Flugzeug drin, haben sie mir erzählt. Wir können einmal diese Schlange anschauen, die wirklich komplett hier durch diese Halle geht. Also viele saßen bereits schon im Flugzeug, haben 2 Stunden da aushalten müssen, bis es dann wieder hieß, nein, sie müssen jetzt aussteigen. Es geht jetzt gar nichts mehr. Die Klimaaktivisten kleben immer noch auf dem Rollfeld. Und wir fragen jetzt einmal bei einem Passagier nach, mit dem ich vorhin schon kurz sprechen konnte. Herr Severin, guten Morgen noch einmal. Guten Morgen. Erzählen Sie uns doch bitte noch einmal Ihre Situation heute Morgen. Was haben Sie erlebt? Ja, seit 2 Uhr heute Morgen bin ich also hier auf dem Flughafen mit meiner Familie, wollte also mit meiner Familie wegfliegen. Und um 7 Uhr hieß es dann, sie würden zurück zum Gate fahren, aufgrund von Klimaaktivisten, die sich alle auf dem Boden festgeklebt hätten. Ja, so, und dafür habe ich überhaupt kein Verständnis, weil hier besteht ja nicht nur der Security-Dienst, sondern es besteht ja auch die Bundespolizei, die Zäune sind drumherum. So etwas darf auf einem Flughafen einfach nicht passieren. Ja, Sie haben es angesprochen, es ist schon wieder passiert, muss man ja sagen. Wir hatten das ja schon in Düsseldorf auch am Flughafen, wo die Klimaaktivisten durch die Zäune gekommen sind. Wie erklären Sie sich das? Haben Sie dafür Verständnis, dass so etwas tatsächlich möglich ist, wenn das schon solche Leute schaffen? Schafft es ja eigentlich jeder, oder? Dann schafft es jeder. Dann schafft es auch jeder Terrorist hier rein. Aber dann verstehe ich also auch nicht, warum diese ganzen Sicherheitskontrollen hier sind. Wenn die es nämlich hier durch die Zäune schaffen, schafft es auch jeder Terrorist in jedes Flugzeug hier rein. Dann brauchen wir auch überhaupt keine Flugzeugkontrollen mehr. So sehe ich das. Wie geht es Ihnen jetzt? Lang gesparter Urlaub, auf den haben Sie sich lange gefreut. Denken Sie, Sie kommen heute noch an? Nee. Ich bin also auch sehr, sehr erbost, auch wie das hier also weiter abgeht. Über die Informationen bin ich sehr, sehr erbost also auch drüber. Nein, also ich glaube nicht, dass ich heute ankomme und ich werde also vom Kölner Flughafen auch mit Sicherheit nicht mehr fliegen. Herr Severin, wir wünschen Ihnen trotzdem noch alles Gute und dass Sie vielleicht in den nächsten Tagen irgendwie an Ihr Ziel kommen. Vielen Dank erstmal. Nee, mein Urlaub ist jetzt leider vorbei. Ist vorbei. Oh, Jetzt leider vorbei. Gottes Ich Willen. versuche nur noch mein Gepäck zu bekommen und dann ab nach Hause wieder zu fahren. Das ist natürlich eine wirklich traurige Geschichte. Vielen Trotzdem Dank für an die Sie Klimaaktivistin. alles Gute haben für gut Sie. gemacht. Also das ist natürlich eine wirklich absolut traurige Geschichte, wenn sogar ganze Urlaube ausfallen, auf die man lange gespart hat, auf die man sich lange gefreut hat. Er steht hier mit seinen Kindern, muss ihnen jetzt irgendwie beibringen, dass es heute nicht mehr in den Urlaub geht. Stand jetzt sind 3 von 5 Klimaaktivisten vom Rollfeld gelöst, aber es kleben immer noch 2. Also Wut und Frust in Köln-Bonn. Aber in dieser Minute haben wir die Meldung bekommen, dass der Flugverkehr gerade wieder freigegeben wurde. Also vielleicht ein bisschen Hoffnung für den einen oder anderen Urlauber. Dankeschön, Greta.